Das ist die Geschichte von Rudi und Edith aus DN. Das könnte Düren sein. Ich gucke mal gerade. Genau, er nickt. Und ja, sie haben ein ganz großes Wohnmobil. Das kommt aus Amerika. Und wir gehen mal kurz drum rum, denn diese Fahrzeuge gibt es in Amerika zuhauf. Und das ist noch nicht mal die größte Version, die man kriegen kann. Das ist quasi für deutsche Verhältnisse schon riesig, ja, aber für amerikanische Verhältnisse ist das so Einstiegsklasse. Ja, von dieser Marke ist das der kleinste. Genau. Stell dich mal kurz vor, wie heißt du? Rudi. Rudi. Und du? Ich bin Edith. Genau, also hat das gestimmt, was ich eben gesagt habe. Das ist korrekt, ja. So, dann kommt mal mit zu mir. Ich zeige mal gerade das Wohnmobil komplett, wie es aussieht. Das ist außergewöhnlich. So viele sieht man in Deutschland ja nicht davon, oder? Nicht allzu viele. Ja, kommt aus dem Rheinland, Düren ist es? Düren, das ist 30, 40 Kilometer von Köln weg. Von Köln weg? Köln. Ja, zwischen Köln und Aachen. Jetzt ist ja die gesperrt, die Brücke in Köln, oder? Ja, da müssen wir auch immer Umwege fahren. Das ist furchtbar da in Leverkusen. Leverkusen, die Leverkusener Brücke. Die geht irgendwann nochmal auf? Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben, 10 Jahre. Ist so, weil ich durfte das noch erleben gestern, da war sie wieder gesperrt. Ja, das Besondere bei den Fahrzeugen ist, die haben unglaublich viel Platz. Wir zeigen gleich mal, warum die so viel Platz haben. Denn die leben Slideout, ja. Und das ist kein kleiner Slideout, ihr habt nur einen, glaube ich. Aber der geht fast über die komplette Fahrzeugbreite. 7 Meter. 7 Meter Slideout. Ja. Und wenn man das hier so sieht, dann denkt man ja gut, das ist ja nur ein kleines Stückchen, aber prozentual macht das richtig viel aus. Oh ja, wir haben jetzt, wenn der ausgefahren ist, um die 30 Quadratmeter Wohnfläche in. 30? Ja, 30. Wie eine kleine Junggesellenwohnung. Da können wir gleich mal reingehen, gucken uns das mal an. Der Slideout kommt aus Amerika, der hat oben drauf eine Markise. Ja, damit es nicht reinregnet. Genau. Das ist nämlich ein bisschen anders wie das System in Deutschland. Ja, einiges anders. Ihr müsst nicht unbedingt auf Gewicht achten bei so einem Fahrzeug. Du hast einen LKW-Führerschein? Ja. Muss man da, das ist 9,5 Tonnen, da braucht man schon einen LKW-Führerschein. Der hat 9,5 Tonnen? Ja. So, ich zeige das mal gerade, das ist der Slideout, der mit dabei ist. Ist der auch winterfest? Ja, wenn man eine Heizung anmacht, ja. Also nicht so wie die europäischen. Okay, das heißt, der macht aber schön warm, oder? Ja, warm, da sind 2 Heizungen drin. 2 Heizungen drin. Gas und Diesel, oder? Gasheizung. Gasheizung, ja. So, ich zeige mal gerade, ihr habt was hinten dran gemacht. Das war schon dran? Nein, den haben wir jetzt dieses Jahr ranmachen lassen. Das ist ein Skikoffer von Reisebussen. Echt? Der ist erst in diesem Jahr. Der ist noch gar nicht mal komplett. Der soll noch diese Beklebung haben. Achso, der soll die hinten drauf noch kriegen. Ja, ihr habt den aber schon mal. Ihr habt die Farbe feststellen lassen, nehme ich mal an, oder von dem Auto? Ja, wir haben das direkt da machen lassen. Ne? Also gleich lackieren lassen. Ihr habt es gleich lackieren lassen. Das ist ja auch nicht billig, so ein Koffer, oder? Nee, wenn man neu kauft, so 5.500, 6.000 und wir haben ihn etwas billiger bekommen, weil er gebraucht ist. Für 10.000? Nee, 3,5. Okay, für 3,5. Hier unten ist er. Aber ist ja auch eine Stange Geld. Ihr lebt im Auto? Nö. Ist ab und zu mal. Hobby, ja. Hobby. Genau. So, ich zeig mal gerade den Slider, da hinten ist er dran. Ja, ihr habt 2 Länder, 2 entsprechende Kontinente. Amerika ist noch vom Vorbesitzer. Der ist ja aus Amerika, oder? Der ist direkt aus Amerika und wurde dann hier auf Europa umgebaut. Ihr habt euch den selbst ausgewählt? Oder? Ja, bei einem Privatmann gekauft. Ein Arzt war das, der hat den mit rübergebracht und dann hier verkauft. So, das Umrüsten, das ist einiges zu tun, weil der ist ja, ich glaube in Amerika 110 Volt. 110, das musste alles auf 230 umgebastelt werden. Gut, der Vorteil ist, wenn man auf 230 geht, dass entsprechend die Leitungen, die müssen nicht... Doch, musste alles neu gelegt werden. Ja, das war ziemlich viel Aufwand, oder? Ja, das hat auch fast 6.000 € gekostet. Das geht ja noch, oder? Ja, eigentlich ja. Warum das Amerikanische? Ist das Raumgefühl? Ja, Platz ohne Ende. Wenn es wie jetzt so ein Wetter ist, kann man sich auch drinnen lange aufhalten. Das ist kein Problem. Genau, unten drunter ist ein großer Boden, Doppelboden drin. Wenn du den mal kurz öffnest, geht das? Ja, ich will mal kurz reingucken. Moment, muss ich abschließen. Ich bin nämlich immer ganz neugierig. Ja. Ist das schön so, Camping mit so einem Auto? Herrlich, ja, das ist unser 3. Fahrzeug jetzt. Und ihr hattet vorher auch so einen ähnlichen? Nein, wir sind angefangen mit einem ganz kleinen. Den haben wir 1 Jahr gehabt und dann anschließend haben wir uns also 1 Meter kürzer gekauft und ein ganz nagelneues Fahrzeug und da hatten wir sehr viele Probleme mit. Ich möchte jetzt nicht die Marke sagen,
Und dann durch einen Bekannten sind wir dann halt auf dieses Fahrzeug aufmerksam gemacht worden. Und dann haben wir uns gesagt, gut, werden wir uns mal so anzulegen. Ja, das Fernsehen, das war bereits schon bei euch, oder? Ja. Die Kollegen waren schon dabei, oder? Die haben sich mal reingesetzt. Ja, ja, vom NDR. Vom NDR waren drin. Was ist das? Das ist eine von den Raumbatterien. Von den Aufbaubatterien, die drin genau. ist. Da links daneben war noch eine, oder? Da auf der Seite ist noch eine, ja. So, hier steht auch nur 12 Volt, muss man wissen, denn viele LKWs fahren ja auf 24. Ja, genau. Da ist alles auf 12 Volt. So, important. Hier ist noch die englische. Ist alles auf Englisch. Gut. Der ist auch dicht? Der ist dicht, da ist alles dicht. Jo. Cool. Bis jetzt hatten wir noch keine Probleme. Das sieht ja ganz schön teuer aus, so ein Wohnmobil. Das heißt, ich nehme an, wenn man das kauft in Amerika, ist es bezahlbar? So wie der Vorbesitzer sagt, in Amerika $280.000 gekostet. So, und das ist A-Class, nennt man die, glaube ich, in Amerika, gell, oder? Das weiß ich schon. Das ist nicht schlimm. So, ihr habt eine Truma eingebaut, die war vorher nicht drin, oder? Doch, die war schon drin. Eine Truma in Amerika? Ja, die war schon drin. Eine Fußbodenheizung, oder was habt ihr drin? Nein, Eine Luftheizung. Luftheizung. Das echt, die Amerikaner bauen Truma ein? Ja, so wie es aussieht. Jedenfalls habe ich es nicht einbauen lassen. Sehr schön. Mach mal auf hier unten, bitte. Ist der Gastank? Der Gastank. Ja. LPG. Nein, ja, LPG, aber nur zum Kochen und Heizen ist das. Okay, das heißt, ihr fahrt einmal dann zur Tankstelle, könnt Tankstelle und dann 120 Liter Gas rein. Und da kommt man schon eine ganze Zeit mit aus. ihr wisst ungefähr, wie lange der hält? Ja, da kann ich so im Winter so 2 Wochen. So, und das kostet wahrscheinlich so circa 70, 80 Euro Ja, Aufladen. wenn er ganz leer ist, ja. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Ihr habt das Auto jetzt wie lange schon? 4 oder 5 Jahre. Ja, es gab noch nie ein Problem mit dem Auto. Doch, hier und da hat man immer Probleme. Ein Wohnmobil ist eine Geldvernichtungsmaschine. Das ist auch so, ihr könntet ja für das Geld auch ins Luxushotel gehen, theoretisch, oder? Ja, aber das haben wir früher gemacht, da haben wir keine Lust mehr Da haben drauf. wir keine Lust mehr. Ihr habt einen Hund? Wir hatten 2. Okay. Jetzt keine mehr. Nein, sind leider gestorben. Hund ist immer viel Arbeit, das überlegt man sich dann zweimal, oder? Genau, und ich möchte auch keinen. Sie möchte noch einen, aber ich nicht mehr. Okay. Morgens aufstehen im Regen und rausgehen, das liegt mir nicht. Ja, wenn das noch gelöst worden wäre, ja, dass man nicht mehr raus müsste, eine Ja. Hunde, die würden nur so liegen da, ja, und ja. würden ganz lieb sein. Schön. Ja. Ja, ich zeige mal gerade, ihr habt eine riesen Markise, Awning heißt es ja in Amerika. Ja. Und die fährt vollautomatisch raus, oder? Wenn sie möchte, ja. Wenn sie möchte, ja. Ah, sie will, oder? Ja, wenn der Wagen ein bisschen nach hinten steht, dann möchte sie nicht so. Dann möchte sie nicht so. Oh, jetzt kommt's ab. Jetzt kommt sie. Ach, wie süß. Das ist ja stark. Ist natürlich bei dem Wind, Das macht er nicht. das macht ja nichts. Nee. Echt nicht? Nein, Die klappt dann ein bisschen zusammen. zusammen, kommt wieder aber die hält sich besser wie eine deutsche Markise. Na, Deutsche habe ich schon gesehen, die, Ja, ja, die. die schlägt übers Auto. Ja, ja, aber die. Dadurch, dass diese Scheren da drin sind. Ne? Die Also Scheren, wenn Wind herunterkommt, dann gehen die Scheren zusammen, geht auch wieder auseinander. Gasdruckdämpfer. Okay, das heißt, die nehmen das auf, die Energie, da sind die nehmen Gasdruckdämpfer. Energie auf und dann wieder zurück. Das können wir in Deutschland auch mal machen, oder? Ja, könnte man eben. Das Machen sie aber nicht. Nö. hier haben wir noch ein Radio drin und einen Fernsehanschluss. Wir können auch draußen Fernsehen Ihr gucken. könnt draußen Fernsehen gucken, das war vorher schon drin. Ja, es war vorher schon drin. Aber das Fernsehgerät, das haben wir jetzt zu Hause im Winter gehabt. So, ihr habt einen ganz großen Griff dran. Baujahr von dem Fahrzeug? Das ist 2008. 2008er. Also 12 Jahre alt. Ja. Sieht doch gut aus, oder? Da ist eine 8,1 Liter Maschine drin, aber Benziner. Benziner. Ja, 30 Liter auf die 100 kann man schon rechnen. Okay, das heißt, stehen ist euer Freund, oder? Ja. Nee? Nee, wir fahren auch große Touren. Ihr fahrt große Aber Touren? wenn wir unterwegs sind, fahren wir nicht jeden Tag weiter. Wir bleiben Okay. meistens. Ja, toll. Hier Ist kann man dann der schön, der Platz hier? Gefällt er euch? Doch, wir sind hier gerne in Klösserath. Man hat viel Platz, oder? Wenn nicht so zirkeln, hier können wir uns dann irgendwo hinstellen. Und man kann auch noch einen Fernseher anschließen. Kann den Fernseher anschließen. Der ist doch toll, oder? Ja, ist herrlich. Ja, das ist Besonders wenn umgerüstet. Fußball ist, Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Steht dann alles auf Dann dem steht kleinen überall Tisch, dann alles steht voll. Alles um den Wagen rum. Ja, ich hoffe, du bist kein Schalke-Fan, oder? Doch. Gut, dann werde ich jetzt nichts mehr sagen.
Ja, Wie steht's um Schalke jetzt? Wie geht's denn weiter? ja da rede ich nicht. Alles gerne klar. Okay, ich ziehe mir die Schuhe aus. drüber. Ja, ganz auch so. Ja, ich mach's denn drin. Ich zieh mal drin die Schuhe aus, dass wir das mal haben. So, ich guck mal gerade hier. Wahnsinn. Ey, das gibt's doch gar nicht. Also das ist ja noch normal, ja, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Aber das hier, das ist ja wohl... Oh mein Gott. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Fallen Sie nicht. Nee, ich muss mal die Schuhe ausziehen hier. Also das da könnte ja noch normal sein, aber das ist mit dem Slideout ist ja ein Kracher, oder? Ja, der gibt viel Platz. Also Sag mal. normalerweise Ja. wird die Couch ja komplett hier reingefahren. Ne? Genau, pass mal auf, ich fahre mal ein Stückchen rein. Du fährst mal ein Stückchen rein. Da wird's aber eng, oder? Ja, dann kann man schlecht drin wohnen. Das ist das, was im Prinzip alle Deutschen jetzt gleich kriegen. So, das kennt ihr schon. Der fährt dann rein. Und das funktioniert gut mit Ja, dem... das funktioniert wunderbar. Ist alles elektrisch hier. Alles elektrisch hier. So mehr fahre ich jetzt nicht rein. So, das wäre jetzt ein Stückchen. Das sieht ja draußen so wenig aus, aber hier drin macht das... Das macht unheimlich was aus. Das sind gut 70 Zentimeter, die rein und raus gefahren werden. Das bringt schon was. Ist ja krass. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, ich gehe mal kurz hier mal ins Eck, dass man mal genau reingucken kann. Also ihr habt quasi eine richtige Wohnung. Jetzt gibt es das gleiche ja noch mit Sliders auf beiden Seiten, oder? Auf beiden Seiten. Also dann meistens fürs Bett, die das Bett hinten quer haben, damit das Bett dann rausfährt. Und ja, da ist noch mehr Platz drin. Echt? Boah, das macht einen ja total neidisch, oder? So, wenn die Leute, die hier reingucken, es sind wahrscheinlich ab und zu mal Leute, die hier mal reingucken. Ja, platzmäßig sind sie neidisch, aber es sieht alles so ein bisschen nach Gelsenkirchen barock aus. Ja gut, Das haben aber... wir ja alles neu machen Ja. lassen. Wir haben die Sitze alles neu beziehen lassen. Okay. Das Es war ist schon alles nicht mehr so schlimm. dunkelbraun. Alles in dunkelbraun war hier. Das ist aber so der amerikanische Look, oder? Ja, ja. die haben den Geschmack. Ich weiß auch nicht wieso. Gut, aber das Raumgefühl ist schon phänomenal. Du hast erzählt, Isolierung ist nicht so wie bei Deutschen, oder? Nee, die ist nicht gerade so. Aber ich sag ja, 2 Heizungen, das geht schon. Es zieht aber nicht durch, ja? Nee, ziehen Nein, tut's nicht, überhaupt auf keinen nicht. Fall. Okay. So, ich zeig mal gerade, das heißt, ihr habt einen richtigen Fußboden hier drin. Das ist so im Prinzip ein PVC oder was ist da drin? Ja, PVC-Boden das ist meiste das. ist natürlich Und der Rest ist mit Teppichboden. ja, natürlich. Das war aber schon so. Aber schön ist die Küche, das muss man schon sagen, oder? Ja, ist alles mit Da hat auch Mikrowelle, alles, Backofen. Konvektor und Alles Warte, drin. zeig's mal grad. alles Mikrowelle ist alles drin. Das war schon drin, gell? Ja, War drin. Okay, das heißt, den habt ihr wahrscheinlich mit einem Wechselrichter dann 110 Volt, oder? Nee, das ist Nee, alles, alles umbauen lassen. alles umbauen lassen. Das ist, also, wir können das so. Der gute alte Sharp Karussell. Sensor Microwave Convection. Convection heißt, ihr könnt auch Brot aufbacken damit, alles. Ja, Ja, Das ist wie in der Profiküche. genau. so sieht's aus. Ihr habt einen großen Kühlschrank drin, der ist auch neu. Nö, war auch das drin. war auch alles drin. Da haben wir nur eine Lüftung einbauen lassen müssen, weil wenn das richtig heiß ist, funktioniert. dann funktioniert er nicht so genau. Und darum haben wir oben 2 Lüfter einbauen lassen. Und dann jetzt klappt das. Zieht der Ventilator die heiße Luft raus und dann kühlt er anständig. Boah, ich Wir haben mag eine Eismaschine drin. eine Eismaschine. Ja, ja, wir Sag mal. können- Ja, Ist jetzt wohl nicht an. ist nicht ist angeschlossen. nicht angeschlossen. Da ist die Eismaschine drin. Okay, das heißt, die zieht sich automatisch das Wasser, oder wie? Zieht sich Ja, ja. ins Wasser und Und dann macht sind dann Eiswurf. so eine Würfel. Ne? Darf ich da mal reingucken in den Kühlschrank? Ja, da ist nichts drin. Ja, ist doch nicht schlimm. Das ist blöd. Nee, unten meine ich. Ach so, unten ist genug drin. Unten ist genug drin. Ja. So, das ist der Eifeltee, oder? Ja, genau. Genau, den muss man immer dabei haben. Ja, Bitburger, das ist natürlich für einen Rheinländer. Wenn man Ja. Gäste erwartet, kommen gleich noch ein paar zu Besuch, dann muss man schon was kalt legen. Sekt kalt haben. Der macht auch schön kalt jetzt. Ja. Ja. Jetzt im Winter wahrscheinlich noch viel besser, ne? Ja, ich habe ihn jetzt auf 3 stehen. Auf 3 stehen, Und statt von. auf 9 kann das. 9. Ja, und dann ist das fast gefroren, das geht nicht. So, ihr habt 2 verschiedene Kaffeemaschinen. Das heißt, der eine, der mag hier die von Krups und der andere die. Je nachdem, wo wir Appetit drauf haben, die lassen wir laufen. So, hier unten habe ich einen Schrank. Das war auch schon drin, hier die Schränke. Das war Ja, alles es war alles komplett. Das ist aber, das sieht aber modern aus. Die
die Amerikaner bauen ja viel mit Massivholz, gell? Ja, ist alles massiv. Alles massiv, Ja. gell? Ach, hier die Uhr, die ist ja geil. Die war auch schon drin? Nein, die Nein. war nicht drin. Die ist schon mal zur See gefahren. Zur See. Ja, von meinem verstorbenen Mann. Oh je. Ja, Das heißt, das ist so quasi das Erinnerungsstück von deinem Mann, so ein bisschen? ja, das fand ich, also wie gesagt, die Sachen habe ich dann mitgenommen und habe ich dann, also die Uhr, die hier war, die mochte ich nicht, die fand ich nicht so gut und dann habe ich gesagt, die würde hier ganz gut reinpassen. Ich darf dir mal ein ganz großes Kompliment machen. Ihr habt echt ein tolles Wohnmobil. Dankeschön. Das ist so riesig. Ja, Ich habe nämlich, Dankeschön. wenn du dich mal gerade da hinsetzt, bitte, und du vielleicht mal daneben, dann, Auch noch. ja, es hat einen Grund, das werde ich euch gleich mal erklären. Habt ihr mal die Möglichkeit, das Licht mal anzumachen überall? Dass ihr einmal mal gerade, dass die Leute euch mal gut sehen. Dann mache ich nämlich mal eins, ich gehe mal in euer Schlafzimmer rein und filme mal von ganz hinten, dass man mal sieht. Ja, die wollen nicht. Da oben muss Hier kann Da ich oben schon musst mal du. machen. auch noch. Ja, so einfach mal ein paar Stück, dass wir die mal haben. Dann gehe ich mal ganz kurz. Ich habe das Schlafzimmer noch nicht gezeigt. Ah, es geht. So, ich gehe jetzt mal ganz zurück. Gehe jetzt mal ganz ans Ende hier ran. Das hört gar nicht mehr auf, ja. Und bin jetzt ganz hier hinten und gucke nach vorne durch und gehe jetzt langsam mal zu euch. Und dann sieht man mal die Breite von dem Raum. Das ist krass, was der Slideout, Ja, was das ausmacht, oder? Ja. Macht viel aus. Okay, ihr habt das Fahrzeug gesehen, habt ihr gesagt, das da ist es, oder? Das ist es. Das ist genau. es ja, wie wir das gesehen haben, haben wir gesagt, kein deutsches Fahrzeug mehr. So, ich setze mich mal kurz hier hin. Das ist ein Sessel, den habt ihr neu machen lassen. Da vorne ist der Fernseher. Das ist, Das ist auch mal hinten ist auch noch einer. Okay, das heißt, das langt vom Fernsehen? Ja, ja. wunderbar. Ist das so, dass man, wenn man unterwegs ist, guckt man noch viel Fernsehen? Ja, wenn so ein Wetter ist wie jetzt, ja. Aber Ansonsten sitzt man draußen. ja. Das ist kein Problem. So, ihr seid im Reisemobilclub. Ja, was heißt, wir waren? Wir drin. waren Da sind wir inzwischen rausgegangen. fast 13 Jahre waren wir da drin und Ihr habt noch die Jacken. Ja, die ja, haben wir noch. die ja. haben wir noch. Man kann ja nicht alles wegwerfen. So, ich zeige mal gerade, das ist ein Lüfter. Das heißt, da kann ich Stoß entlüften. Ihr habt eine Klimaanlage hier drin, die ist wahrscheinlich amerikanische Verhältnisse ordentlich. Ja, Ja. ja. Da Da weht muss man schon richtig, wenn man hier sitzt, dann wird man weggeweht. Das Ja. ist schon. Genau. Die machen, wenn es richtig heiß ist, wie jetzt letzten, vorletzten Sommer, machen wir abends 10 Minuten an, dann wird von 35 Grad, geht das runter bis auf 20 in 10 Minuten. Das geht. Ihr könnt Strom auch selber machen hier? Ja. Gab ich auch, ich habe ein Stromaggregat hier drin. Ja, ist er laut? Ja, Ja, sehr. deshalb sehr. machen wir den auch. Dann auf ist der den- Campingplatz wach, wenn Ja. ich den nachts anmache. Okay, das heißt, den kann man auch fernstarten oder muss man rausgehen? Nee, hier vorne. Hast einen Schalter. Da ist ein Schalter und da kann man den anmachen. Komm, wir machen mal eins. Wir gehen mal ganz kurz nach vorne, dass wir uns das mal angucken. Das ist ein amerikanisches Führerhaus. Ist das irgendwie anders wie ein deutsches? Nicht viel. Das Gas ist auch rechts. Ja, alles gleich. Ist Automatik. Automatik. Das Das ist heißt, Automatik, ja. Länge nochmal vom Fahrzeug? Mit dem Koffer hinten dran 11 Meter. 11 Meter. 11 Meter. Das 11 Meter ist aber ganz schön lang, oder? Ja, da gewöhnt man sich dran. Ist das so? Da gewöhnt man sich dran. Das hat man schnell raus. Und du bist schon mal irgendwo mal hängen geblieben? Ja, in der Hecke bin ich mal hängen geblieben. War aber nicht so schlimm. Nö, da war noch der Motorradträger hinten dran. Der hat die Hecke mitgerissen. Hat nur 800 Euro gekostet. Ja. So, ich zeige mal gerade, das ist die Rückfahrkamera, Das oder? ist die Rückfahrkamera, ja. Muss eine alte Frau lange für stricken. 800 Euro. Ja, das klingt, so sieht so aus, als wärt ihr irgendwie jetzt Multimillionäre. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Einfache Rentner. Ihr seid einfache Rentner. Einfacher Rentner, genau. Ihr seid schon Rentner. Ja, ja. So, man kann den Sitz auch drehen hier vorne? Den kann man drin, aber Beide sitzen. wir haben ja kann man genug sehen, aber da Platz. ist- Braucht ihr nicht, gell? Dass wir jetzt nur mit den Selten. Enkelchen mitkommen. Muss man dann ein bisschen reinfahren, dann Ja, wir geht können das. die Couch ja Die- ausziehen, die da Seite können auch noch auch. 2 Personen schlafen. Ne? Hier auf der Couch können 2 schlafen. Ja, nee, die können wir noch ganz ausziehen. Okay. Komplett ausziehen. Ich komme ja überhaupt nicht drüber weg, ja. Was das hier für ein Raumgefühl ist mit der Couch und hier hast du dann eine richtige Wohnung, oder? Ja, ja, ja. Ein Apartment. Ja, wenn ihr jetzt hier steht, jetzt hier an der Mosel, ihr seid jetzt eine Woche hier oder so? Wir sind am Mittwoch gekommen, ja. Ja. Und bleiben bis Montag dann. Ja. Und die Leute auf der Autobahn gucken immer schön. Jo, Oh, das ist normal für euch mittlerweile. inzwischen ja. Ja, das stört uns eigentlich gar nicht. Gut, zu Anfang auch kamen immer viele und können wir mal reingucken und also Das legt sich dann, ne? Das, irgendwann wird es weniger.
Boah, ist das ein Riesenteil. Und das ist ja jetzt schon etwas älter, 12 Jahre, oder? 12 Jahre. 12 Jahre alt. Ja. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Das habt ihr euch neu machen lassen, oder hier? Was? Das Polster? Hier, die haben wir mit Leder beziehen lassen. Da war vorher dunkelbraunes Kunstleder. Genau, wenn du mal so hier lieb am bist, das Sofa. nochmal, ich kann es nicht filmen. Da holen wir die Jacke runter, Ja. sagt die Frau. Ja. Okay, das habt ihr jetzt schönes Leder drauf gemacht. Das war auch teuer, beziehen? Ja, was hat das gekostet? Viel Geld gekostet. Also die Mit Couch haben die wir und Couch, die die Stühle Stühle, haben wir alles alles neu neu beziehen beziehen lassen. Und da haben wir auch 3.500 oder 3.500. Ja. Ja gut, das wäre aber im Prinzip zu Hause wäre es genauso teuer gewesen. Ja, ja. Aber es ist viel schöner wie braun, ne? Ja, das war alles viel zu dunkel. Das war viel zu dunkel. So, ich zeig mal was Schönes. Ihr habt also nicht nur hier eine Couch, da kann man sich hinsetzen, da kann man schön Kaffee trinken. Und ihr habt hier eine Sitzecke, da kann man essen. Ja, kann man auch alles noch ausziehen und Mit 4 Personen kann man da schön sitzen. zu viert sitzen. Wart ihr schon mal in Amerika? Habt ihr euch das mal angeguckt, Nein. wie die das machen? Nein. Nein. Ich glaube, ihr habt ein amerikanisches Reisemobil, wart noch nie in Amerika. Ne. Ich ja, aber mein Mann noch nicht. Du hast eine tolle Frau, muss ich sagen. Die war schon in Amerika, du noch nicht. Die war ja auch mit einem Seemann verheiratet. Ein Seemann. Ja. Okay, der ist leider gestorben, haben wir Ja. schon eben erfahren. So, ihr seid ja schon unendlich lange zusammen, oder? Ja, gestern 27 Jahre. Nee. Ja. Ihr habt 27-Jähriges. Ja, gestern. Boah, ihr seid ein cooles Team, oder? Ja, doch. Kinder habt ihr auch? Ja, mein Mann hat eine Tochter und ich habe 2 Söhne. Du hast 2 Söhne. Ja. So, und da sitzt ihr denn immer und da liest du hier das goldene Blatt. Wenn du mir das mal kurz mal in die Kamera zeigst, was gerade aktuell Ich ist. hatte nichts anderes zu tun, das ist eine alte Ausgabe, die hatte ich noch im Nachtschrank. Also Harry und seine Meghan, Zwillinge, jetzt kehren sie in die alte Heimat zurück. Und die Victoria. Das heißt, du erfüllst genau das Klischee von Leuten, die schon ein bisschen älter sind. Also ich habe das bei meiner Oma, haben wir immer gelesen, die aktuelle. Kennst du die? Ja, ich habe etliche Zeitschriften, aber wie gesagt, ich kaufe mir die halt dann und mir geht das eigentlich mehr oder minder um die Rätsel, die da drin sind. Und Die Rätsel, das heißt, der interessiert dich gar nicht, der Prinz Harry. Nö, eigentlich gar nicht. Das ist für mich eigentlich... Zeig mir die Rätsel. Da war ich heute Morgen schon dran, also da... Moment. Ach, die haben überall Rätsel drin. Ja, einen ganzen Haufen haben die. Und jetzt, wenn das schnell gehen soll, ist das natürlich immer... Du schaust aber schon mal, wenn da jetzt so ein Promi drin ist und der irgendwelche Sorgen hat und Bauchweh und so, das ist schon, oder? So was, da bin ich immer am Rätseln und da bin ich am Rätseln. Also den habe ich jetzt gerade heute angefangen. Okay, verstanden. Ja. Das habe ich verstanden. Das heißt, ihr macht Rätsel, ihr habt beide Handys, wie man sieht. Jo. Internet ein Thema, YouTube für euch? Du schaust YouTube. Sie selber. Mal, ja. So, jetzt ist ja so, wenn man so jetzt ein Reisemobil hat aus Amerika und trifft andere mit Reisemobilen aus Amerika, das ist schon so ein kleiner Club, oder? Ja, dann tauscht man sie ein bisschen aus. Den Ärger oder auch nicht den Ärger, den man daran hat. Habt ihr viel Ärger? Nö, nicht viel, aber es ist immer irgendwas. Irgendwas ist immer. Aber das ist nicht nur bei den Amis, das ist bei den anderen auch. Sag mal, wenn jetzt hier mit so einem Teil irgendwas jetzt in die Binsen geht, ja, wie zum Beispiel der Slide-Out, hat der schon mal gehangen? Ne, Noch nie. noch nicht. Das ist zuverlässig. Dann fahren wir da, wo wir ihn gekauft haben. Da ist in Darmstadt der Händler. Der kennt sich aus. Der kennt sich mit amerikanischen Fahrzeugen aus. Oder man sagt ihm am Telefon was, dann weiß er immer gleich, was los ist. Also wirklich, nur ist immer von uns, von Düren dahin fahren, ist immer ein bisschen weit. Aber wir machen das dann auf ein paar Tage, machen ein paar Übernachtungen und das klappt dann ganz gut. Ne? Darf ich dich mal fragen, wie lange du schon in Rente bist? Ich bin jetzt, ja, du hattest den Unfall 2006, ne? Und dann habe ich versucht, in Rente zu kommen. Und hat's geklappt? Ja. Okay. Weil ich ja nicht wusste, mein Mann hatte einen schweren Motorradunfall. Und Du hattest den? Ja. Oh je. Und da, Und dann hat sie sich gesagt, so Mensch, such dir ein anderes Hobby, Motorrad fährst du nicht mehr. Ich fahre jetzt ungelogen seit 15 Jahren kein Motorrad mehr. Also ich habe irgendwann mal aufgehört, habe gesagt, war eine schöne Zeit. Ja, Ein Freund von mir verunglückt, ein Stück vom Darm verloren, also ganz fürchterliche Sachen, die man ja hört. mir wollte man das Bein absetzen und habe ich aber gesagt, gibt's nicht und Gott sei Dank Ist noch dran, das Bein. ist noch dran, ja. Okay. Ja, die sind ja heute so gut, die Prothesen, das wird man ja gar nicht sehen. Aber ist noch Normales. Ist schöner mit Beine. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habt ihr hier so ein Panel. Du kennst dich aus damit?
Ja, so ein bisschen, ja. Ja gut, ihr habt den ja erst seit 4 Jahren. Ja. Ja gut, normalerweise Kann man- kennt man sich da. Auf Rücken die Anzeigen kann man sehen, das ist LPG, Frischwasser. Ah, die Toilette. LPG hat eine Fernanzeige. Ja. okay. Der Tank war schon drin, der LPG? Das, Nein, das ist ein neuer. Der eine war 10 Jahre alt, mussten wir den austauschen lassen. Stimmt, die haben nur eine Lebensdauer von N, gell? Genau. Angeblich jetzt brauchen wir nicht mehr austauschen lassen, weil es haben wir ja einen ein deutscher Tank ist. Aber wir werden sehen. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder ein Gesetz, wo es dann Bis heißt, dahin ist dann schon wieder was anderes. wenn Sie nicht auf gehen Sie nicht auf los, überweisen Sie 10.000 Euro und Sie kriegen einen neuen Tank. So, das ist. Ah, ich verstehe. Das heißt, die Toilette sitzt direkt über dem Tank. So ähnlich, ja. Ist nur ein Stück, da hinten sitzt der Tank, genau dahinter, praktisch unterm Bett. Und das rutscht quasi in den Tank. Da ist ein Zerhacker drin. Ein Zacker drin. Das ist die Technik aus Amerika, gell? Ja. Aber ein schönes, großes Bad, oder? Ja, Dusche. Ist Genau, wenn du mal so lieb bist, mal Licht anmachst, dann habe ich es ein bisschen einfacher mit der Kamera. Ja, das ist mal ein weißes Licht, oder? Ja. So, LED. sag mal so, das Gemütliche sieht anders aus. Das, auf dem Klo muss es ja auch nicht gemütlich sein. Das stimmt. Ist der Mann jemand, der mal gerne eine Zeitschrift liest am Klo? Nee, der ist immer mit seinem Handy dran. Der braucht seinem Handy? ja 1 Stunde mit seinem Handy. Dann hat er alles gesehen, was da gekommen ist. Dann hat er alles sämtliche Spiele durch. Du bist eine Stunde am Klo mit dem Oh, Handy. das schaffe ich schon. Ja gut, das ist auch der einzige Raum, wo du alleine bist. Oder? Das, ja, ungestört. Du kannst die Tür zumachen. Eine Stunde am Klo. Das kenne ich, aber der Nachteil ist, das soll ja nicht so gut sein für bestimmte Dinge. Ja? Wenn man eine Stunde am Klo sitzt, sagt der Arzt. Oder? Ja, nur, da habe ich nichts mit zu tun. Keine Hämorrhoiden. Gott. Hat er immer gesagt, mach schnell dein Geschäft, bleib nicht stundenlang sitzen. So sieht's aus. Ja, da oben ist eine Abluft, da oben habt ihr Schränke drin. Ja. Und ja, toll. Ist ein tolles Bad, oder? Ja, alles dabei. Ja gut, haben wir auch alles neu machen lassen. Ne? Die Dusche neu? Dusche nicht, das das Waschbecken Waschbecken und die Platte drauf und so. Das Das war alles aus Plastik. Aber mit, gefiel uns nicht. Schrott. das war Schrott, ja. Aber das ist jetzt ordentlich. Das kann man nachmachen lassen, Ja, ne? klar. Da gibt es Leute, die sowas machen. Ja, Steinmetze und so weiter. Schreiner, im Prinzip wie ein Haus. Die Platte an Steinmetz gemacht. Das ist ja Stein. Ja, ist auch egal, Gewicht oder spielt keine Rolle hier bei dem Auto. Gewicht habe ich keine Probleme mit. Zuladung? 1,6 Tonnen, glaube ich. Nochmal bitte. 1,6 Tonnen. Ja, kann ich zuladen. Ja, ist ja ordentlich, oder? Ja, das geht. Da spielt die Lampe hier auch keine Rolle mehr. Nee, Die war schon drin, die Lampe? Nö, haben wir selbst reingemacht. Ist alles mit doppelseitigem Klebeband fest, damit so der Fahrer auch stehen bleibt. Der hat Luftfederung, der Wagen? Der hat Luftfederung. Okay, das heißt, der fährt sich wie so ein Baby. Ja, genau. Das ist ja so, in Amerika brauchen wir ja, glaube ich, noch nicht mal einen extra Führerschein für so Dinger, oder? Das glaube ich auch, nee, die haben noch bis zu, ich weiß nicht, 12 Tonnen oder sonst irgendwas. Geht das so? Ja, Ich glaube, wenn die hier in Deutschland alle drauf loslassen würden mit den Fahrzeugen hier. Aber das ist eine Gewöhnungssache, sagst du. Du fährst selber auch? Nein, ich kann sie nicht. hat keinen LKW-Führerschein. Nein. Also am Privatgelände mal? Nö, Nee, das, nein. nee. Das macht sie nicht. Nein, ich bin einmal mit unserem Neuen gefahren und dann fing er an, da habe ich angeblich fast einen Blumenkübel mitgenommen. Habe ich gesagt, das war das erste und letzte Mal, dass ich mich ans Steuer gesetzt habe. Das ist jetzt dein Auto, ich fahre mein Auto. Die ist aber süß, oder? Tja, siehst du mal. Das heißt, ihr liebt euch, wie ich sehe. Ihr habt ein Slide-Out, was echt toll ist für die Liebe, denn Platz ist ja ganz wichtig, glaube ich, Genau. oder? Zu wenig Platz, so eingefärbt. Ja, ich sag ja, wenn ich meine Ruhe haben will, dann mache ich die Tür zu. Mein Mann, der muss ja die halbe Nacht Fernsehen gucken, also vorne. Und dann kann ich aber abends schon mal ins Bett gehen und schlafen. Okay, was ist so eine Lieblingssendung? Ja, viele Tote. Ja, viele. Krimis. Ja, Krimis, ja. alles, was mit Ami ist. Alles, was mit Ami ist. Und das ist nicht mein Ding. Ich gucke lieber Dokus oder beziehungsweise wenn Diskussionen oder viel Politik und solche Sachen. Echt? Politik? Ja. Corona. Nee, naja, nicht gut. mehr. Das ist, naja gut, das ist nun mal eben, dass man das hat. Man muss vorsichtig sein und ich verstehe das auch nicht, dass einige Leute das so Auf die leichte lapide ab Schulter, und ja. auch für leichte Schulter nehmen. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ne?
So, ich zeig mal gerade. Also das Schöne ist hier in so einem Reisemobil, wenn da nicht einer reinkommt, so wie ich, ja, da ist man ja schön alleine. Man kann ja selber bestimmen, wie er reinkommt. Ihr habt einen Fernseher hier hinten, Telestar. Ihr habt Sattempfang automatisch, nehme ich an. Ja. Genau, stellt sich ein. Ihr habt ein tolles Bett. Das war so? Ja, Das das war's. war so. Das war so. Ich Ja, glaube, Matratze und so, das haben wir aber auch alles neu gekauft. so Bett ist schon wichtig, dass man gut schläft, oder? Ja. Ja, also da bin ich dann doch ein bisschen empfindlich, wo dann andere drin geschlafen. Gut, wenn man ins Hotel geht, da schlafen auch andere drin, aber wenn ich das so, das ist ja jetzt mal eben unser und da wollte ich das dann auch schon vernünftig haben. Eine Stechmücke, guck mal da oben. Oh, Gut, die töten wir gleich. Aber da, die wird ihr habt überall Schränke, gell? Habt ihr hier drin? Ja, ja. Da, ein Kleiderschrank, ein großer? ach, hier ein großer Kleiderschrank. Zeig mal. Oh, Jacken. Ja, Wintersack. Wir nehmen nichts raus. Wir lassen alles grundsätzlich drin und in dem Schrank, da wird dann immer... Ihr seid abfahrbereit quasi ja, immer. Ja. Das ist ja auch so. Man hat das Geschirr hier drin. Ja. Du brauchst nicht groß räumen. Nee. Ihr habt eine Waschmaschine hier? Nee, die habe ich gerade verschenkt. Verschenkt. Ja, die habe ich gerade verschenkt an einem jungen Ehepaar. Die haben 3 kleine Kinder und ich habe gesagt, ich wasche nicht mehr unterwegs. Und wie wir vorher immer, haben wir im Wohnmobil in Spanien überwintert und das machen wir nicht mehr. Da war das natürlich optimal mit der Waschmaschine, aber das machen wir nicht mehr und aufgrund dessen habe ich die neulich verschenkt. Habe ich gesagt, holt euch die ab, dann habt ihr eine Waschmaschine. Und die war wo? Wo war die drin? Die war hier drin. Ah, da habt ihr jetzt noch mehr Platz, oder? Ja, da habe ich Zeig jetzt, mal bitte. Da kann ich jetzt die Decken und das alles drin haben. Ich habe mich gerade mal hier aufs Bett gesetzt. Ja, Das ist ja kein Problem. unglaublich weich. Ja, und Weich, oder? Grill und ja gut, Und da war die Waschmaschine drin. da war die Waschmaschine, da unten war die Mit Waschmaschine. Trockner. Nein, nur mit Schleuder. Das Bügeleisen ist drin. Ja, das habe ich alles drin behalten. Das will ich auch. Das braucht man ja auch mal unterwegs. Aber dass man mal irgendwas aufbügelt. Aber das andere, das sah ich nicht mehr ein, dass wir die Waschmaschine mit uns rumschleppen. Ne? Und die können die viel besser gebrauchen. Das glaube ich. Ja, da vorne, da habt ihr eine Tür, da ist noch ein Kleiderschrank. Das ist noch ein Kleiderschrank. Der nächste Kleiderschrank. Also, Boah, und da hinten geht es noch weiter. Guck mal hier. Da haben wir die ganzen, da sind die ganzen Handtücher und. Das ist aber schon, wenn du so ein deutsches Wohnmobil guckst, die haben ja alle Platzangst, oder? ja, die kriegen nicht viel mit. Das wird nur gewaschen und dann kommt das sofort wieder rein. Und hier vorne habt ihr die, was ist das, Schuhe? Ja, dann Badeschuhe Schuhe, Badelatschen und so weiter. So, ihr wart schon überall, oder? Ja, was heißt überall? Viel, ja. Wenn du mal nochmal kurz aufmachst, bitte. Da ist nämlich so ein Datenblatt von eurem Wohnmobil drin. Da sieht man nämlich ein bisschen was. Das zeige ich mal gerade. Also der Coach heißt Monaco Coach und 9.389 Kilogramm ist ein Hammer. Ach, ich liebe das, wenn man das so hier hat. Ja, und der Mann, der den importiert hat, das heißt, ihr hattet einen Partner, der hat den umgebaut. Ihr habt den dann abgeholt vor 4 Jahren. Was war das für ein Feeling? Ja, zuerst ungewohnt, Ja. aber nachher haben wir richtig Freude gehabt. Und Die ersten paar Meter waren ein bisschen komisch, weil das Fahrzeug schwimmt ein bisschen, durch die Luftfederung. ja, aber überhaupt die Größe und das bewegt sich alles ein bisschen langsamer. Okay. Und Du kommst LKW-mäßig oder hast vorher einen LKW-Führerschein? ja. Okay, also nichts Neues für dich. Nee, ich habe über 30 Jahre LKW gefahren. Okay, also du kennst dich aus. Ja, ein Und die bisschen. LKWs haben nicht so geschwankt. Nee. Das war der einzige Nachteil oder ist der einzige Nachteil. Ist alles ein bisschen weicher, so Dein schwammiger. So, Baujahr, wann bist du geboren? ich 55, 55. Du bist jetzt, warte mal, 75. 65. 65. Ja. Und ich bin Stimmt. jetzt gerade Rentner geworden. Also ich nehme das zurück mit 75. Habe ich nur verrechnet. Ja, das ist der. Hast du Das Angst, wäre dass... aber auch egal, auf die paar Jahre kommt es auch nicht an. Nochmal? Auf die paar Jahre kommt es auch nicht an. Ah nee, aber doch schon ein Riesenunterschied. Du siehst ja nicht aus wie 75. Sag mal, hast du Angst davor mit dem Führerschein? Alle paar Jahre musst du ja zum Check? Nö. Ich muss nächstes Jahr wieder hin. Bisher ist es immer glatt gegangen. Ja. Also ist für mich eigentlich bisher noch kein Problem gewesen. Aber was ist denn das Schöne am Camping für dich? Die Freiheit, dass ich machen kann, was ich will. Ich muss nicht zu gewissen Zeiten essen gehen. Ziehe eine lange Hose an, wir müssen essen gehen und was weiß ich. Das in Hotels, das hasse ich. Ist es auch die Leute zu treffen am Platz immer wieder? Das ist auch. Man lernt viele Leute kennen. Im Hotel ist meistens jeder für sich, hängt rum und mal selten, dass man da wirklich
angenehme Leute kennenlernt, aber hier ist das schon gut. Bei den Camper gibt es auch ein paar Idioten. Ich hatte fast Arschlöcher gesagt, aber Sagt man. Ja, aber das ist doch wie im echten Leben, oder? so sieht's aus. Du hast alle, ja, du. ja. Man ist sofort bei du. Sag mal hier, mit so einem Schiff, das ist ja schwer einzuordnen. Da geht man ja nicht so als Luxuscamper durch, sondern das was ganz Außergewöhnliches, oder? Ja, einige meinen, man wäre eingebildet oder die spinnen doch, wie kann man sich so ein großes Ding kaufen. Aber Ich kann das komplett verstehen. Also wenn ich jetzt hier drin bin, gucke jetzt hier rein, ich habe Platz pur. ja, eben. Und vor allen Dingen bei solchem Wetter. Wir gehen uns hier nicht auf die Nerven, wir können schön bequem sitzen oder legen. Ja, der einzige Nachteil ist, dass die Windschutzscheibe sehr klein ist. Ja, ja, kleines. Ja. Das heißt, ihr habt hier einen tollen Platz, ihr könnt auf die Mosel gucken, fast. Ja, das ist ja nicht Mosel, das ist nur so ein kleiner Arm von der Mosel. Da vorne ist die ja ein bisschen Mosel. weiter weg, ja. Da ist die Mosel. Aber ist das nicht toll mit dem Panorama, je nachdem, wo ihr steht? Herrlich, herrlich. Also, Sicht hat man hier ohne Ende. So, das heißt, ihr wart jetzt in Portugal, wart ihr schon? Oder? Ne, Spanien doch. Spanien, Ungarn, Viele Länder in Europa gibt es Ja. eigentlich nicht mehr. Wo, Dänemark, nordischen Schweden, Länder, nordischen Länder. Da wart ihr schon überall. Ja, ja, Und wie war das da? Nordische super. Fähre rüber, oder was? Oder Ja, zum Teil mit der Fähre, ja. ist das teuer mit so einem Ding? ja, kommt alles drauf an. wieder. Das teuerste war 450 € oder sowas. geht ja noch. Ja, aber wohl Hin- und Rückfahrt war Ja, das. ja. Okay, auch da gilt natürlich genau hingucken, mit wem man fährt, wann man Genau, fährt. man muss früh genug schon buchen. früh genug buchen, dann bekommt man es auch ein bisschen billiger. Was war denn das schönste Erlebnis an der Tanksäule bei dir in Euros? 500 €. 500 €, einmal tanken. Einmal tanken, ja. Dann ist er voll. Ist jetzt ein bisschen billiger, oder? Ja, ein Ja. bisschen billiger. Das war wieder, Sprit noch so auf 1,51 oder sowas war. So, das Tankvolumen 1,51, also 300 Liter gehen rein oder was? Ja, etwas über 300. Okay. Das heißt, der Tankwart ist regelmäßig begeistert. Jo, Doch, die freuen sich immer, wenn wir kommen. Die sind immer glücklich, wenn wir kommen. Es hat noch nie einer mal abgestellt zwischendurch, weil er gedacht hatte, da wären wir uns kaputt, der Tank wäre Doch. leck. Doch, Bei doch. 191 € wird er immer abgestellt. Ja, hören die auf zu zählen, da muss man reingehen und sagen, hier, macht das Ding wieder offen, ich bin noch nicht, ich Aber habe bei noch nicht vor. Bei 191 €. Ja, ja. ja. Dann Ist noch nicht voll. Nee, nee. Das ist, dann ist er gerade halb. Und der Tank hier, der Wassertank, was geht da rein? Knapp 400 Liter. 400. Ja. Gut. Hm. Abwasser habt ihr auch so ungefähr. Abwasser ist nicht so viel, da ist Moment 320 oder sowas. Ja, das geht ja. Und der Fäkaltank? Und- Achso, der Rest geht ja zum Spülen drauf. Ja. Und der Fäkaltank ist 180 Liter. Ja, das langt ja auch für mindestens mal 2 Wochen. 3 kann Wochen. Man, ja, ja, Ja. das geht. Ihr seid echt ein cooles Pärchen. Rheinländer halt. Du bist aber keine Rheinländerin. Ne? Nein, ich komme aus Norddeutschland. Das heißt, du bist trockener, oder wie? Ja, das kann man eigentlich auch nicht sagen. Sie ist jedes Jahr zum Karneval ins Rheinland gekommen. Ah, okay, weil die Norddeutschen normal so trocken sind. Da hat sie gesagt, hier, ich will mal lustige Leute kennenlernen. Ja, so ähnlich, ja. Ja, wie habt ihr euch kennengelernt? In Hönningen, In Hönningen. ja, am Rhein. Da war ich mit meinem Saunaclub. Mit deinem Saunaclub. Ja, wir waren 6 Frauen. Ihr wart 6 Frauen. Und wir sind jedes Jahr, haben wir immer ein paar Mal eine Tour gemacht. Mal nach Ibiza, mal nach Mallorca. Oder beziehungsweise eben an diese ganzen Orte, wo viel getrunken wird und viel gefeiert wird und viel getanzt wird. Ja, Okay, und da dann lief der mir mit mal über den Weg. hat er ein klein wenig mehr Haare gehabt damals. Ja, 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 da waren noch mehr Haare. war viel mehr. Vor 27 Jahren. Ja, und wie kam das denn dann? Ist er auf dich zugegangen und gesagt, hier, Nee, Nee, nee. sie ist auf mich zugekommen und hat mir am Schnäuzer gedreht. Der war auch noch größer. der Schnäuzer war größer. Ah ja, ja, logisch. Und du kannst dich noch genau daran erinnern, wie es war. Ja, ja. Du bist da hingegangen, hast ihn am Schnäuzer gedreht. Ja, wollte ich mal ausprobieren, ob ich den auch richtig drehen kann. Und da hast du direkt gesehen, oh je, das ist eine fürs Reisemobil in 20 Jahren. Ja, da hatte ich ja noch kein Reisemobil. Da warst du Motorradfahrer. Da war ich noch Motorradfahrer. Ja, der Unfall, das war schon eine Kehrtwende für dich, oder? Ja, das war schon 8 Monate Krankenhaus und dann knapp ein Jahr im Rollstuhl. Ein Jahr im Rollstuhl. Ja, Als aktiver Mensch, der LKW-Fahrer. Ja, ja. Okay. Ja, und dann sagt sie, nee,
such dir ein anderes Hobby. Und dann sind wir hier raufgekommen, aufs Wohnmobil. Hatten wir so einen kleinen 6 Meter. Ja. Aber es Das- war auch schön. Klang aber so, als wäre dein Mann fast gestorben dabei, oder? Ja, das war, Hart, oder? naja, ich sag, das muss mir nicht nochmal passieren. Nicht einen habe ich schon verloren, den zweiten will ich nicht auch noch verlieren. Gott. Und das war wahrscheinlich Unachtsamkeit. Wie ist es passiert? Nee, ich war nicht schuld, im Kreisverkehr hat mich jemand platt genagelt. Abgeschossen. Ja, richtig, ist- volle Breitseite. Das ist ja das Problem beim Motorradfahrer. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die vollkommen verrückt fahren, aber es sind auch viele andere, oder? Ja, ich hatte noch kurz vorher bei ihr angerufen und gesagt, ich bin eine halbe Stunde da, kannst das Essen schon fertig machen. Ja, und da ist es nicht mehr zugekommen. Okay. Schock, oder? Für dich? Ja. Ja, das war nicht so angenehm. Ja, Na, ich will jetzt nur mal, es geht ja auch darum, es gibt ja schöne Momente im Leben, Ja, es gibt ja. nicht so schöne. Ja. Aber dann war für dich klar, das Motorradfahren, du denkst da nicht zweimal drüber nach. Nö, ich würd weiterfahren, aber sie will es nicht. Was war das für ein Motorrad, was du hattest? Das war eine tausende Yamaha, TR1. der 1, die wird aber schon Jahre nicht mehr gebaut. Ist das ein Rennmotorrad oder Ein Tourer. ein Tourer? Tourer. Also ganz harmlos Ganz eigentlich. einfaches, ja, mit, was hatte die, 73 PS oder was? Also du warst jetzt kein Rennfahrer. Nee, oder was? nee, bin ich noch nie gewesen. Okay. Ich fahre lieber gemütlich durch die Gegend, aber genutzt hat es auch nicht. Ja, so ist das manchmal. Ein Jahr im Rollstuhl. Fassen, ja. Oh mein Gott. Ja, man gewöhnt sich auch daran. Und jetzt, wie ist es jetzt mit dem Laufen? Geht's gut? Ja, was heißt gut? Ich muss, wenn ich weitere Strecken laufe, muss ich einen Stock nehmen. Der steht immer da bereit. Der steht da. Das heißt, der Unfall, der verfolgt dich dein ganzes Leben quasi. Ja, ja. Schmerzen, die bleiben und fertig. So, aber ihr habt einen guten Ausgleich. Ja, eben. Ja, und ich muss diese schönen Ballerinas da anziehen. Ah, die sind schön. Das sind so Sonderanfertigungen. Orthopädie-Schuhe. Genau. Das ist Wahnsinn, die Dinger. Und die gibt es auch als Sportausführung. Ja, Nikes. gibt's, aber die sehen immer blöde aus. Ja, aber ich meine, es hätte dich ja Zum härter Laufen treffen können. Ist es gut, aber aussehen ist es natürlich blöd. Ja. Aber ja, freut mich sehr, dass ihr jetzt Prasi, er hat sein zweites Leben zurück. In dem Sinne. Ja. Also es gibt ja viele Motorradfahrer, die kommen gar nicht mehr zurück. Tja, So ist Ja, es. 4 Wochen nach unserer kirchlichen Trauung. 4 Wochen nach der Kirchentrauung. Ja. Das ist das passiert. Oh Mann, das tut mir leid. Ja, Äh, Und wie hat deine Frau das entsprechend weggesteckt? Die kam jeden Tag, oder? ja, die ist jeden Tag von Düren nach Köln gekommen. Ich habe in Köln in der Uniklinik zuerst gelegen, die ersten 6 Wochen und dann nach Meerheim in die plastische Chirurgie und die haben es dann einigermaßen zusammengebastelt. Das Bein. Ja, ja. Und sonst ist dir nichts passiert außer das Bein, oder? Nur das Bein. Nur das Bein. Das langt ja, oder? Ja. Das war also mehr wie genug. Ah. Ja, da ist dann Verpflanzungen gemacht worden und. 14 Mal operiert, bis das einigermaßen ging. Oh je. Und das heißt, die Schmerzen, die hast du heute noch. Die bleiben. Krass. Ja, ich habe da hinten gesehen, du hast ganz viele Medikamente, die du einnehmen musst. Deine Frau ja auch mittlerweile. Ja. Bluthochdruck. Aha, ich Und habe ich- ja und gut, der ich- Eifeltee. Ja, der ist gut dafür. Ja. So, jetzt reden wir mal nicht über die schlimmen Dinge Nee. und dann zeigen wir noch mal deine Spüle. So, einen kleinen, einen kleinen Wechsel. Wenn du die mal kurz mal hochhebst. Oh, wir haben nicht gespült. Ihr habt nicht gespült. Nein. Zeig mal, ich will mal sehen. Oh, Ah, das ist, hör mal, das ist ja ordentlich. Nee, das Du ist gar spielst hier nicht drin? gut. Ja, Ja, ich spiele hier drin. du spielst da drin. So, machen wir Abmoderation. Ich ziehe mir noch die Schuhe aus, da gehen wir noch mal raus. Ich wollte unbedingt eine Geschirrspüler hier rein haben. Da habe ich mich geweigert. Das wollte ich nicht. Kein Geschirrspüler. Nee, der sollte hier eingebaut werden. Da habe ich gesagt, will ich nicht. Und wer hat das bestimmt? Der hat gesagt, Bekannter von uns. Bekannter hat gesagt? Der ist leider verstorben. Der wollte mir hier unbedingt einen Geschirrspüler einbauen. aber nicht wegen dem Rat des Geschirrspülers, ist er verstorben. Nein. Dass du gesagt nein, hast, wenn er jetzt noch weiter lebt, dann kriege ich einen Geschirrspüler. Nein, nee, den hätte ich ja gekriegt, wenn er noch gelebt hätte. Achso, du hättest auch bekommen. Ja, ist ja, ist ich natürlich eine wollte feine das Sache, aber. so ein Geschirrspüler, aber man muss ehrlich sagen, Nee, für uns zwei. Also, ich habe ja mal einen Geschirrspüler dabei. wen?
Ich mein Mann. Das ist das erste Mal. Ich drehe so viele Videos, die ganzen Showies da draußen, wenn die sagen, also Geschirrspüler, also, mein Geschirrspüler steht neben mir und zeigt auf die Frau. Ja, und bei euch ist genau umgekehrt. Ich Nein. spüle zu 80%. So 80%. Ja. Okay, das ist so 80% sauber? Oder? Ja. Nee, Doch, das macht er. Achso, Ich du mach das. spülst 100%ig zu 80%. ja. Und Verstanden. So, großer Fernseher. Ja, cool. In Klüsserath. Hier vorne fährt ein Traktor vorbei. Der hat aber süß geguckt. Da ist noch eine Mücke, gell? Ja. Wo denn? Wo ist sie denn? davon. Das Nee, das ist eine Spinne. Ne, wo? Zeig mal. Da. Eine Oi. Spinne. Jetzt lass die Spinne leben. Nee, die, Die- kommt weg. Die mach ich Echt? weg. Ja. Die frisst doch die Insekten, die Spinne. Nee, die muss ich nicht haben. Die muss gleich weg. Nee, daneben. Da. Ich weiß es, aber die. Oh, So. ja, nehme ich gleich mit Papier. Die nimmst du gleich mit Papier weg. Ja. Oh, die Arme. Was ist das eigentlich für ein Gerät da oben? Das Das schwarze? ist die Antenne. Ah, die Antenne für die Saatanlagen. Dann fährt dann raus und fürs Fernsehen. Komm, wir gehen raus. Sonst, bevor deine Frau noch mehr Spinnen umbringt, das kann ich ja gar nicht sehen. Ich bin ja so ein alter Tierliebhaber. Ja, ich mache auch gerne Tiere, aber Spinnen muss ich nicht unbedingt haben. Kann ich verstehen. Du bist ja einer der wenigen. Ist es schwer zu öffnen? Wie geht es auf? Moment, das Hochdrücken? ist Oder anders wie. anders wie sonst? Ja, hier muss man nach oben ziehen. So, die Spinne ist weg. Sag mal, ihr habt ja so ein Hundeding dran. Ihr habt ja gar keinen Hund. Ne, die sind leider voriges Jahr. Letztes Jahr der letzte ist mein gestorben. Schafai mit Aber das 8 hilft trotzdem, Monaten oder? musste Wenn da einer gehen. kommt. Ja, wir hoffen es. Ja. Wir hoffen Ihr habt noch nie Stress gehabt mit einem, der rein wollte? ja, bis jetzt noch Zum nicht. Glück nicht. Gott. Und ich glaube auch einige Sachen, die da erzählt werden, dass die nur Gas. erzählt werden. So, der ganz große Monarch von Monaco. Hier steht er. Also er sieht toll aus, muss ich sagen. Wo ist seine Frau? Hol sie noch mal kurz dazu fürs Abschiedsfoto. Schuhe anziehen. Schuhe anziehen. Und die Jacken natürlich. Ja, dann ist mir kalt. Denn heute ist frisch, oder? So, ihr habt mir einen ganz großen Gefallen getan. Ja, der Wolfgang Horsch hat gesagt, du musst die gucken, die sind beide ganz lieb. Ihr seid ja wirklich lieb. Ja, hoffen wir. So, ich wünsche dir noch die nächsten 35 Jahre viel Spaß. Das ich mir auch. Ja. Und du auch. Was gibt's heute Abend zu essen? Ich hatte gerade Kuchen geholt vom Kuchenbuffet. Wir haben gerade Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. Normalerweise. Was für einen Kuchen habt ihr gehabt? Ja, hier auf dem Platz. Hatten Nee, wir. was war das für ein Ich hatte einen Käsekuchen, Rudi hatte einen russischen Zupfkuchen und dann hatte ich noch so einen Nusskuchen dabei genommen. Also nochmal, ein Käsekuchen. Käsekuchen, russischen Zupfkuchen und noch einen Nusskuchen. Ja, und was War gibt's heute ganz Abend? lecker. Und heute Abend? Weiß ich noch nicht. Weiß nicht. Was ungefähr, was stellst du dir vor? Also ich habe Braten rausgenommen, also ich koche viel vor, habe das dann eingefroren. Ich könnte theoretisch Rinderbraten machen mit Blumenkohl und Kartoffel. Ist schnell gemacht, aber ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ist das gut? Ist gut. Achso, die Bekannten sind gekommen. Ja. Wer? Wer ist das? Vorne mit dem Kentucky. Mit dem Kentucky? Wo denn? Ich sehe nicht. Ach, der Süße da. Ja. BKS Bernkastel Kues. Ja. Das Genau. sind die alten Kennzeichen. Das heißt, ihr habt natürlich WhatsApp. Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, ich bin dann und dann da und da. Ist es so per WhatsApp dann? Ja. Genau so wird es gemacht. Ja. So Wir wird's sind, gemacht. wir sind dann da und da. Ja, wenn Sie Oder über die Zeit Telegram haben, kommen oder- hinterher. Ja, Über was? Telegram? über Telegram oder Ah, so, das ne? russische Netzwerk, Telegram. ja. Ich verstehe. Die Amis. Ja. So, da sind sie. Ich mache Abmoderation, ihr bleibt da stehen. Aus Düren mit einem neuen Heckkoffer, den er ganz günstig bekommen hat, weil er nicht neu war und der noch Aufkleber kriegt. Einmal Edith, wink mal, und einmal Rudi. Am 26. September 2020. Vielen Dank. Tschüss. Ja.